Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem Zug-Spezialvideo. Ja, ihr habt es euch lange Zeit gewünscht. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe heute mal ein paar Züge für euch aufgebaut. Rita trinkt einen Stock tiefer Kaffee, eine Tasse nach der anderen. Keine Ahnung, was da los ist. Die ist wirklich heute süchtig nach Kaffee. Wir sind süchtig nach Zügen. Es ist, wie gesagt, ein Thema, nach dem ihr uns immer wieder fragt. Und den Wunsch erfüllen wir gerne. Und ich habe mir gedacht, ich baue euch heute mal die Lego City Passagierzüge ab dem Jahr 2006 auf. Es gab da noch ein paar andere Züge, die auch Passagiere transportieren können. Allerdings wurden die nicht unter dem City-Label auf den Markt gebracht. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute mal 5 Züge an der Zahl hier für euch auf dieser Platte, und das nächste Mal schauen wir uns dann entweder die Güterzüge an oder auch diese besonderen Züge, wie zum Beispiel den Horizon Express oder den Smaragd Express. Wie ihr sehen könnt, wir haben alle Züge nicht in absolut Bestzustand hier. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der hier ist zum Beispiel ein bisschen vergilbt, der Waggon, aber sie fahren alle, sie funktionieren alle, und ihr seht auch die Controller, die den Zügen beigelegen haben, oder besser gesagt noch immer beiliegen, denn der grüne ist ja gerade erst letztes Jahr auf den Markt gekommen. Wir werden uns jeden Zug mal kurz in aller Ruhe anschauen und dann die Gefährten natürlich auch fahren lassen. Das sind alles wirklich sehr schöne Züge, und ich finde, beim Anschauen merkt man erst, wie ähnlich sich die teilweise sind. Schaut euch mal die Dächer an und auch die Fenster zum Teil, die sind wirklich, ja, also wenn man da die Farbe jetzt mal ausblendet, sind die alle eigentlich fast 1:1 dasselbe. Und das habe ich erst jetzt bei dieser Gegenüberstellung gesehen. Der einzige, der ein bisschen aus der Rolle tanzt, ist der neue Passagierzug aus dem Jahr 2022. Beginnen werden wir gleich mal mit dem ersten Kandidaten. Hier einen Zug mit der Setnummer 7897 aus dem Jahr 2006. Er hatte nur 515 Teile, und übrigens bei jedem dieser Züge sind dann auch noch kleine Bahnsteige dabei. Die haben wir aber alle in Wild City irgendwo verbaut, und die konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr abbauen, aber über die wird sowieso eher nur geschimpft, also denke ich, dass das jetzt nicht so viel ausmacht. Dieser Zug hier war der erste, der 2006 nicht mehr als 9-Volt-Zug erschienen ist, sondern mit diesem Infrarot-Bedienterminal, war etwas globig und ein bisschen seltsam. Hier oben, wie gesagt, der Infrarotsender, und das war jetzt auch diese Serie an Zügen, welche man nicht so gut umbauen kann. Wir haben erstens mal, komme ich gleich drauf, eine riesenlange Lok, die wirklich hier, das war noch die Zeit, wo Lego viel Formteile verbaute. Also schaut euch mal das hier an, das ist alles ein Teil. Hier sehr spartanischer Sitz, das ist auch der Grund, warum er nur 501 Teile hat, weil hier wirklich viele große Formteile verbaut sind. Und hier unten, hier war die Batterie drinnen und auch der Infrarotempfänger. Hier konnte man dann auch den Sender einstellen, und das System hat Lego aber dann nur relativ kurz verwendet, weil sie dann ziemlich schnell auf die Powered Up umgestiegen sind, wo dann die Batteriebox im Zug verbaut war. Wobei ich das eigentlich auch ganz cool fand. Hier diesen Unterbau, das wird bei den neueren Zügen ja immer ein bisschen, ja, zur Zierde halt gemacht, dass das ein bisschen besser aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier gefällt mir das auch eigentlich ganz gut. Wenn wir reinschauen in den Wagen, oh, das geht sehr schwer auf. So, jetzt haben wir es. Dann seht ihr hier die Technik. Hier kann man auch noch ein- und ausschalten natürlich, und hier ist alles verkabelt, und wie gesagt, wird dann mit diesem Controller hier gesteuert. Wir haben dann dazu passend noch einen Mittelwagen. Bei dem finde ich ganz schön, dass hier oben sogar am Dach solche ja, Fensterpaneele eingebaut wurden. Man kann auch zwischen den Waggons durchgehen, das sieht ganz gut aus, und der hat innen, wenn ich den öffnen kann, ich hätte Rita doch als Assistentin hier mitnehmen sollen, der hat hinten ein klassisches, ja, Restaurant, oder besser gesagt eine Sitzgelegenheit. Es kann zwar niemand mehr durchgehen, weil hier alles so verbaut ist mit den Tischen. Hier sind noch keine Figuren drin, keine Ahnung, ob die Rita rausgenommen hat. Auf jeden Fall, ja, sind hier keine mehr drinnen. Und dann haben wir ziemlich baugleich zum ersten Wagen noch einen Heckwagen, der aber ein bisschen kürzer ist. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ist innen auch sehr, sehr ähnlich gestaltet, also wirklich eigentlich nichts Besonderes. Das war auch die Zeit, wo
die Züge irgendwie nicht besonders gut gelaufen sind. Das war irgendwie kein Wunder, warum das so gewesen ist. Im Großen und Ganzen muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist es ein ganz solider Zug, der natürlich mit dieser langen Schnauze hier extrem ausschert und bei uns in den Kurven teilweise Probleme macht. Wir haben hier noch ein kleines Gepäcksfach, wo Koffer drinnen sind. Das ist eigentlich ganz nett. Und vielleicht seht ihr es auch schon, oder ihr habt es schon gesehen, bei uns läuft der Zug auf 9 Volt. Es ist nämlich das Problem, dass wenn die Züge längere Zeit nicht eingeschaltet sind, dann sind die Batterien da immer leer. Ich versuche mal das hier aufzumachen für euch. Da muss ich kurz die Kamera hinstellen, dann seht ihr es besser. Und hoppala. Das war jetzt nicht gewollt, dass das alles hier umfliegt, aber wenn man hier aufmacht, dann sieht man normalerweise hier, wo die Batterien reinkommen. 3 Stück AA-Batterien werden hier benötigt und wie gesagt, wenn die längere Zeit nicht fahren, dann passiert Folgendes, und zwar, dass sie leer sind. Deswegen fahren wir hier mit 9 Volt. Weiter geht's hier, liebe Freunde, mit dem ersten richtigen Power Functions Zug, der 7938 aus dem Jahr 2010 mit 669 Teilen. Dieser rote Zug, ich habe mir den erst relativ spät gekauft, irgendwann, ich glaube während eines Corona-Lockdowns habe ich mir den mal geholt. Das war nämlich die Geschichte, dass der bei Willhaben inseriert war, ich glaube nur 2 Straßen weiter von dort, wo wir wohnen. Und wir haben den dann trotzdem mit der Post schicken lassen, weil die Dame nicht wollte, dass ich den abhole. Die wollte auch nicht den Zug vor die Tür stellen und ich hole den ab. Sei es drum, da kann ich mich noch dran erinnern, hat damals, glaube ich, um die 100 Euro gekostet. Und ich muss immer sagen, dass mich der Zug erstens an eine S-Bahn erinnert oder eine Lokalbahn. Das ist jetzt nicht der typische Hochgeschwindigkeitszug wie der hier zum Beispiel, der so ein bisschen ICE-Optik hat, sondern der hier ist eher der gemächlichere, die U-Bahn oder die S-Bahn, die Regionalbahn, aber funktioniert auch sehr gut und den haben wir sehr gerne in der Stadt laufen. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob wir nicht diesen Wagen hier als Vorbild für unsere U-Bahn hernehmen. Es ist, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, von der Optik her sehr, sehr ähnlich. Es sind nur ein paar Änderungen. Übrigens, ich glaube, hier fehlt beim Heckwaggon der Stromabnehmer. Sorry dafür. Werde ich nachher noch suchen. Wir haben hier auf jeden Fall kein Formteil mehr für den Lokführer. Das ist jetzt zwar mit dieser großen Scheibe gelöst, aber das hier ist alles gebaut. Wenn wir dann reinschauen in die Lok, haben wir hier unsere Batteriebox. Und ich weiß nicht, ob das so original ist, das kommt mir irgendwie ein bisschen spanisch vor, vielleicht ja, vielleicht nein. Und hier den Infrarotempfänger, der dann auch einstellen lässt, auf welchem Kanal man fährt. Also das war ein bisschen eine bessere Technik, hat dann schon ein bisschen besser funktioniert als noch die erste Generation. Dann haben wir hier unseren ersten Passagierwagen, wo auch alles herumfliegt. Das ist wahrscheinlich von einem Crash, der mal passiert ist. Also hier sitzen die Leute bei Kaffee und Kuchen und Rita hat hier Figuren reingegeben. Und zwar eher, ich sag mal, nicht so schöne Figuren. Wir hatten ja am Anfang, als wir mit unserem Stadtprojekt begonnen haben, viele ja, nicht besonders schöne Figuren, wenig Frisuren und so weiter. Und da hat Rita die Wegen teilweise mit
diesen Männchen hier versehen, weil ihr seht, wenn man reinschaut, jetzt fokussiert die Kamera nicht ordentlich, aber man sieht da eigentlich gar nicht, dass die keine Haare aufhaben oder teilweise auch, dass die zerkratzte Gesichter haben, weil ja, das mit den gedimmten Fenstern sowieso sehr dunkel ist. Und dann haben wir hier noch baugleich mit dem ersten Wagen hier einen Heckwagen, wo aber auch drinnen, oh ihr seht hier Chima, wo hier gefuttert wird und wo hier auch Leute am Sitzen sind. Also Lego ist dann in der Zeit, auch wenn man es nochmal mit dem anderen aus 2006 vergleicht, ziemlich weggegangen von dem Prinzip her, dass es Schlafwagen gibt, dass es Gepäckwagen gibt, dass es alles Mögliche gibt. Das sind alles eigentlich sehr, sehr einfach gehaltene Passagierzüge. Und ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der kommt sogar bei Lego Movie vor. Ist ein wirklich, wirklich sehr solider Zug. Wie gesagt, auch hier mit der Powered-Up Technik, aber er ist jetzt wahrscheinlich nicht die Crème de la Crème, wenn es um Lego oder Klemmbaustein Eisenbahnen geht. Unser nächster Kandidat ist ein Zug, zu dem wir, glaube ich, nochmal ein separates Video machen werden. Er ist sehr beliebt, wir werden immer wieder danach gefragt. Es ist die 60051 aus dem Jahr 2014 mit 610 Teilen, die, wie ich ganz gerne sage, die abgegradete Version von dem hier ist. Die deutschen ICE-Züge werden ja auch immer ein bisschen verbessert und verändert ihre Form immer wieder mal. Der sieht jetzt wie eine moderne Form von dem hier aus, finde ich. Wir haben hier auch wieder ein sehr großes Formteil vorne drauf, mit sehr einem ähnlichen Cockpit hier für unseren Lokführer. Hier seht ihr das Infrarot-Empfängermodul, wo ihr den Kanal einstellen könnt. Dahinter ist wieder die Batteriebox. Und wie gesagt, von den Fenstern und von der Anordnung der Teile ist hier eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Hier seht ihr, das ist jetzt alles verbaut. Ich will ja nicht alles zerlegen. Die Verkabelung hier drinnen in der Lok, und das ist natürlich ein großer Nachteil dieser neuen Technik. Denn früher hatte man, so wie hier, einfach einen 9-Volt-Motor hier drunter geschnallt und hatte dann, wenn man das alles rausbaut, mehr oder weniger schon viel Platz, wie zum Beispiel beim Metroliner oder bei anderen Loks der 9-Volt-Ära, wo man viel Platz hier schon in der Lok oder im Triebwagen hatte, der hier natürlich alles, ja, wo hier alles vom Batteriekasten und vom Empfänger und so weiter gebraucht wird. Dann haben wir auch sehr, sehr ähnlich, schaut euch mal die beiden an hier, die sind wirklich Zwillinge. Und wenn man den dazu tut, dann nochmal, und wenn man den dazu tut, dann eigentlich nochmal. Also Lego hat da ein sehr klares Bild, wie sie Züge rausbringen, wobei jetzt der neue ja ein bisschen aus der Rolle tanzt, wie ich gesagt habe. Wir haben hier dann einen Passagierwagen, wo keine Figuren drinnen sind. Das kann aber auch daran liegen, weil bei den Passagierzügen sind ja immer meistens nur 3 oder 4 Figuren dabei gewesen. Aber auch von der Anordnung her, von der Größe, von der Länge her und dem allen sehr, sehr ähnlich. Hier leider außen überhaupt nichts Spannendes mehr. Die alten Züge hatten hier immer so Einbuchtungen und Container und alles Mögliche, was man transportieren konnte. Und hier haben wir dann noch den Heckwaggon dazu, der, wie könnte es anders sein, auch sehr simpel gehalten ist mit ein paar Sitzplätzen und hinten dann noch einem Führerstand, wo dann auch noch jemand fahren könnte. Ich weiß nicht, warum viele Leute von euch oder unter euch diesen Zug hier besonders mögen. Das ist eine Setnummer, die wir immer wieder mal in den Kommentaren oder auch Nachrichten lesen. Dürfte entweder ein Zug gewesen sein, den viele von euch sich damals gekauft haben, oder vielleicht ist es auch die Optik. Mir gefällt er auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich bin ein Fan davon. Er ist noch wenig bei uns im Layout unterwegs gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das wird sich jetzt ändern.
Nach dieser rasanten Fahrt geht es bei uns weiter im Jahr 2018 mit der 60197, einem Passagierzug mit 677 Teilen, der farbtechnisch doch eher ein wenig exotisch ist. Wir haben hier Orange und Dunkelblau und dann auch noch Farbakzente in Grau und in Weiß. Es ist ein Passagierzug, der ein sehr seltsames Frontteil hat. Das wurde auch bei einer Straßenbahn oder bei einer Monorail in einem Cityset mal verwendet. Gefällt mir persönlich jetzt nicht ganz so gut wie die anderen Schnauzen hier. Es ist auch so ein großes, etwas ulkig aussehendes Formteil. Der Lokführer sitzt wieder mal ein bisschen verloren drinnen, wenn man das runtergibt. Und das war jetzt der erste Zug, der 2018 als Powered Up rausgekommen ist. Da hat sich einerseits die Fernbedienung geändert. Die sieht jetzt so aus, also ist ein bisschen kleiner geworden. Und man kann nach wie vor 2 Züge steuern damit und es ist als Technik nicht mehr Infrarot, sondern Bluetooth hier zur Verwendung. Ich glaube, das lassen wir jetzt zu, weil sonst bekomme ich den nie wieder zusammen mit einer Hand. Hat den Vorteil, dass Bluetooth natürlich über weitere Distanzen empfangbar ist. Bei den Infrarotzügen ist bei uns nämlich immer wieder das Problem, dass die Verbindung abreißt, speziell im Tunnel oder weiter hinten. Bei Bluetooth passiert das manchmal auch, aber hoppala, was ist hier passiert? Ich weiß, was hier passiert ist. Den Zug habe ich auch auf 9 Volt umgebaut mal vor einiger Zeit und da fehlt natürlich jetzt drinnen was von der Technik, weil ich da ein bisschen ausgeräumt habe. Muss ich dann nachher gleich mal schauen. Hier ist auf jeden Fall vom Werk her, Lego hat da nichts besonders reingetan, weil ja hier die Batteriebox und das alles seinen Platz findet. Und dann haben wir, jetzt werdet ihr überrascht sein, hier einen Passagierabteil, der genauso gestaltet ist wie alle anderen. Wir haben nur in der Mitte hier so einen kleinen Kofferabteil, aber sonst hier eigentlich nichts Besonderes. Und also leider ist da bei Lego in letzter Zeit wirklich, da muss man den Kritikern recht geben, nicht viel passiert. Die Züge sind alle immer dieselben. Und wenn ich da zurückdenke, was sie da beim Santa Fe oder auch beim Metroliner gemacht haben, wirklich, wirklich tolle Geschichte. Hier haben wir im Heckwagen wenigstens ein Restaurant drinnen, das heißt so ein Stehbistro, wo auch Leute sich schon Croissants und Cupcakes geholt haben und hier hinten ist dann noch so ein nettes kleines Bistro, wo man sich was holen kann. Das ist wenigstens nett. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, den Zug muss man sich zweimal kaufen, damit man einen ganzen hat, was irgendwie wahr ist, da der Heckwagen sonst so abgeschnitten dasteht. Wir haben ihn uns ein zweites Mal gekauft, aber aus dem Grund, weil wir ihn mal den zweiten als Basis für unsere U-Bahn verwenden werden. Das heißt, er wird nicht so aufgebaut, sondern nur die Grundfläche und der Aufbau oben wird neu gemacht für unsere U-Bahn. Schauen wir mal, wie er fährt. Und als letztes haben wir hier die 60337. Übrigens weiß ich jetzt auch, warum hier der Motor fehlt, weil da ist nämlich wirklich nichts mehr drinnen in dem Zug. Der ist innen ganz leer. Da hat sich den Motor Rita für ihren Harry Potter Zug genommen. Wie könnte es anders sein? Schauen wir uns trotzdem noch, dadurch, dass er auf 9 Volt umgebaut ist, macht es ja nichts, den neuesten Zug an aus dem Jahr 2022, die 60337. Ein Zug, wo wir auch mehr oder weniger ein Review und einen Fahrbericht gemacht haben. Einen Zug, den ich besonders cool finde eigentlich auf der Seite, wo ich sagen muss, dass er mir sehr, sehr gut gefällt und wo ich denke, dass der in ein paar Jahren einer der Züge sein wird, an den wir uns positiv erinnern werden. Er ist von der Farbgebung her mit Grün, mit diesem Leimgrün doch sehr exotisch auch wieder, aber mir gefällt diese ultralange Schnauze hier, die sehr nach Shinkansen aussieht. Sind zwar hier auch sehr große Teile verbaut, aber das sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Hier relativ kleines Cockpit und dann haben wir hier natürlich auch unseren Powered-Up-Motor drinnen oder besser gesagt, der Motor ist dort unten, aber die Batteriebox und der Empfänger sind hier.
Und was mir eben nochmal, falls ihr beim Video ein bisschen geskippt habt, was ja durchaus sein kann, hier gefällt, ist, dass der einmal ein bisschen anders aussieht als alle anderen. Weil schaut euch mal das an, die Züge, die anderen sind alle sehr, sehr ähnlich von der Farbe, vielleicht nicht, aber von der Form und von den Teilen, die verbaut wurden, und der ist einfach ein bisschen anders. Wir haben hier drinnen auch das erste Mal wieder Türen, also ich habe es jetzt absichtlich noch nicht erwähnt, falls ihr einen Kommentar schreiben wollt, Lego kann keine Türen machen, doch sie können es jetzt doch wieder. Wir haben hier diese Tür, die 3 Noppen breit ist und dann doppelt 6 Noppen breit, gefällt mir eigentlich ganz gut, und wenn wir hier reinschauen, haben wir hier doch einiges am Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mittelteil geht ja nicht ab, kann sein. Wir haben hier ein Café, ein kleines, wo auch gerade serviert wird, wo was los ist, und auf der hinteren Seite haben wir dann Sitzplätze, und in der Mitte ist Platz für ein Fahrrad oder für einen Rollstuhl, also das ist schon mal ganz cool. Und dann haben wir hier noch einen baugleichen Wagen am Heck. Der hat hier auch, ist das so gewollt? Ich glaube nicht, ja. Ist immer mit einer Hand, wenn man das zerlegt. Auf jeden Fall hier Sitzmöglichkeiten für die Passagiere und dann in der Mitte Platz für ein Fahrrad, und am Ende ist dann noch ein Tisch mit 2 Sitzplätzen. So sieht der neue Zug jetzt aus. Ich weiß nicht, welche euch am besten gefällt. Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier ein Urteil bilden, lassen wir den neuen jetzt auch dann nochmal eine Runde drehen. So, meine Lieben, jetzt habt ihr alle 5 Passagierzüge, die Lego in der City-Serie seit 2006 auf den Markt gebracht habt, gesehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher euer Favorit ist, welchen Zug ihr habt oder vielleicht schon gehabt habt, und welche Züge ihr gerne bei uns noch sehen würdet. Bis demnächst und viel Spaß beim Zugfahren!